Auf diesem ersten Bild des kleinen Filmes sehen wir hier alle Teile, die zu diesem ewigen Kalender führen, nämlich das Ulysse-Nardin-Werk und dann hier 12 kleine Einzelteile insgesamt mit dem Zifferblatt, wobei das Zifferblatt nicht als zusätzliches Teil gelten kann, weil das sonst ja auch immer vorkommt bei den Uhren. Auch dieses Teil hier ist ist ein Ersatzteil von einem, was bereits im Werk normalerweise eingebaut ist. Auch das ist ein umgebautes, aber nicht ein zusätzliches Teil. Ebenso hier dieses Zentralrad, das hier in das Zentrum dann kommt, um das Ganze anzutreiben und alle 12 Stunden einmal eine Schaltung zu machen, wobei jeweils um 12 Uhr die Schaltung ausfällt und um 24:00 Uhr dann die neue Schaltung für den neuen Tag anfängt bei diesem Kalenderübergang von einem Datum zum anderen. Nun fängt Sandra an, die Uhr zusammenzusetzen. Zuerst wird eben dieses zentrale Schaltteil eingebaut, auf das Stundenrohr aufgesetzt, in eine ganz klare und bestimmte Richtung, weil das muss ja dann immer genau um 24:00 Uhr oder um 12:00 Uhr anfangen zu schalten. Jetzt probiert sie das aus, ob es auch vor und zurück geht richtig und gut hält. Das ist auf dem Stundenrohr eine 12-Stunden-Drehung gewesen, jetzt die zweite 12-Stunden-Drehung und so sind wir wieder am Anfang des neuen Tages da. Jetzt wird der Datumsreif eingesetzt, der als Ersatz gilt für den normalen Datumsreif mit den Zahlen von Ulysse-Nardin, der eben nur diese Anzeigebanane für den Punkt hat, der dann in diesen Löchern erscheinen muss. Jetzt hat Sandra gesehen, dass eben der Punkt nicht ganz richtig eingesetzt ist. Es muss noch um 2 kleine Zähne verschoben werden, damit der Punkt dann auch in den Löchern selber erscheint. Jetzt hat es offensichtlich funktioniert, ja, noch nicht ganz. Weil es war immer noch ein kleiner Rest von der Banane sichtbar auf dem nächsten Punkt. Es muss also um einen Zahn nochmals verschoben werden. Es sind 3 Schaltzähne pro Tag. Und jetzt scheint er offensichtlich richtig zu sein und es erscheint nur noch der Punkt im Loch. Also das Zifferblatt wird jetzt nur provisorisch aufgesetzt, um zu kontrollieren, ob dieser Punkt richtig eingesetzt ist. Und wenn das stimmt, nimmt sie das Zifferblatt ab und setzt die Platine auf. Noch nicht. Nochmals korrigiert. Jetzt scheint es zu stimmen. Also kann sie das Zifferblatt abnehmen. Nochmals eine kleine Korrektur, offenbar. Nein, ja.
Das muss so lange wiederholt werden, bis dann wirklich der Punkt mit den Löchern übereinstimmt. Jetzt ist Sandra zufrieden gewesen und jetzt wird das Ganze befestigt mit der Platine. Die diesen Datumsreif festhält und zugleich die Grundplatine ist für den Aufbau des zusätzlichen Kalenderwerkes. Die Platine ersetzt 3 kleine Brücken, die im ursprünglichen Werk die Datumsscheibe festhalten. Deswegen auch diese 3 kleinen Schrauben, die jetzt eingesetzt werden, um die Platine da zu befestigen. Was durch die Hände jetzt etwas verdeckt ist, ist der Schraubenzieher, mit dem Sandra diese kleinen Schrauben jetzt anzieht. Jetzt kontrolliert Sandra nochmals, wie das Zentrumsrad läuft, richtig dreht, und jetzt nochmals den Kalender, ob das auch richtig eingesetzt ist, damit der Kalender im richtigen Moment schaltet. Jetzt kommt ein Rad in die Platine, auf die ursprüngliche Platine, das vom Zentralrad mit den Zähnen dann geschaltet wird, alle 12 Stunden einmal. Und das heißt also, wenn das alle 12 Stunden einmal geschaltet wird, dreht es in 24 Stunden eine ganze Drehung. Und weil auf diesem Rad, was sie jetzt eingesetzt hat, noch ein Zahn ist, nur ein Zahn ist, schaltet er auch nur alle 24 Stunden einmal. Dieses Rad wird jetzt über eine kleine Brücke befestigt. Das heißt also, dieses Rad, was jetzt hier befestigt wird, ist ein Schaltrad mit einem Zahn, das alle 24 Stunden diesen zusätzlichen oder
3 zusätzliche Zähne, aber immer auf einer Seite vorbeiführt. Und das zwar fängt das an, sich zu drehen, wenn das Datum geklingt hat, also wenn die Datumsscheibe bewegt worden ist. Sobald die Datumsscheibe sich fertig bewegt hat, kommt dieses andere Rad in Funktion und kann je nachdem unter Umständen mit seinen 3 zusätzlichen Zähnen, die alle 24 Stunden dann vorbeigehen, eventuell je nach Länge des Monates 3 Tage weiterschalten. Dieses Rad, was jetzt eingesetzt ist, hat eine Doppelfunktion. Es hat weitere Räder zu drehen und es hat stillzustehen während des ganzen Monates, wie jetzt, und sich dann zu drehen am Ende des Monates, um die Monatsscheibe mit dem Bisextil-Programm weiterzutreiben, um 1/12 des Zifferblattes, das heißt um eine Stunde bzw. um einen Monat, weil die Stunden jeweils auch die Monate anzeigen, also um 1, wenn das um 1 ist es der Januar, um 2 ist es der Februar und so weiter. Dieses Rad wird jetzt mit einer kleinen Brücke auch befestigt. Also wie gesagt, alle diese Teile haben gleichzeitig mehrere Funktionen. Sie machen ein nächstes Teil drehen, aber sie sehen auch dazu, dass das auf der anderen Seite ein anderes Teil dann ruhig bleibt und abwartet, bis es wieder weitergedreht wird. Das zeigt sich ja hier bei diesem kleinen Zahnsegment auf der Datumsscheibe, dass während eines großen Restes des Monates dieses eine Rad, das jetzt eingesetzt worden ist, sich still verhält und die Monatsanzeige ruhig hält und erst am Ende des Monates, in den letzten 3 Tagen des Monates, dann diese Monatsscheibe, die jetzt eingesetzt wird, bewegt. Und jetzt kommen die Programmteile für das Überspringen von Tagen am Ende des Monates hinzu. Das ist das 4-Jahresrad, was jetzt eingesetzt wird. Und dieses 4-Jahresrad hat mehrere Funktionen. Erstens mal das Jahr anzuzeigen über den Punkt auf der anderen Seite dann von diesen 4 Löchern und auf dieser Seite hier durch verschiedene Formen der Zähne einmal diesen kleinen Hebel nach vorne zu drücken oder eben im freien Lauf nach hinten zu lassen, sodass dieser Sand, der hier über diesen Hebel eingesetzt wird, entweder einmal im Eingriff ist oder nicht im Eingriff ist. Und das ist nach dem 28. Februar ist das der erste Tag, der geschaltet werden muss auf den 29. Und dieser Tagesstift ist jeweils an 3 Jahren vorne und an einem Jahr hinten, weil wenn er hinten ist, wird an diesem Tag nicht geschaltet und es erscheint der 29. und erst ab dem 29. wird dann der Monat weitergeschaltet. Also dieses Teil hat insofern 3 Funktionen. Erstens hat es eine Stellung für den Punkt, zweitens hat es eine Stellung für den Hebel und drittens ist es ein 4-Jahresrad, was eben die Möglichkeit ergibt, die Schaltung alle 4 Jahre zu verändern oder das Programm einzusetzen. Jetzt steht eben diese Anzeige mit diesen 4 Punkten gegen 3 Uhr, wo die Krone ist. Das heißt, sie wird am Ende des Februars eingestellt auf den 1. März. Also hier ist die Anzeige der 3. Monat, also der März.
Und jetzt kommt das Zwischenrad dazu, zwischen dem Rad, was vorher eingesetzt worden ist für die Datumsscheibe, und über dieses Zwischenrad wird dann eben über das Bewegen dieses anderen Rades über die Datumsscheibe das Monatsrad weitergedreht um eine Schaltung, das heißt respektive um einen Monat, im nächsten Monat insofern auf die Nummer 4 beziehungsweise auf den April. Und somit ist der Kalendermechanismus zusammengesetzt und kann jetzt wieder über das Zifferblatt kontrolliert werden, ob die Richtung all dieser Teile stimmt. Der Punkt stimmt nach wie vor und kann das umgedreht werden und es wird jetzt dieses Zifferblatt am Werk befestigt. Über 2 Schrauben, die das Zifferblatt ans Werk pressen dann von hinten. Kommt die zweite Schraube von hinten auf das Zifferblatt, um das Werk zu halten. Und die Zusammensetzung dieses Werkes erfolgt in so kurzer Zeit, weil die Vorarbeit derjenigen, die die Teile hergestellt haben, eben exzellent ist und sehr wenig korrigiert werden muss an den Teilen, sodass sie normalerweise relativ direkt ins Werk eingesetzt werden können und bereits funktionstüchtig sind. Und jetzt wird das Zifferblatt noch ganz klar, ganz genau ausgerichtet, um dann die Schrauben anzuziehen. Jetzt kann man weiter probieren, ob das jetzt alles funktioniert und stimmt. Jetzt wird zunächst mal die Tagesschaltung weitergedreht. Ja. Und aufgrund dessen, dass es jetzt gerade geschaltet hat, weiß Sandra, dass sie die Zeiger auf 12 Uhr stellen muss, sowohl den Stundenzeiger als auch den Minutenzeiger, respektive 12 Uhr nachts um 24:00 Uhr. Das ist der 12-Stunden-Zeiger, der jetzt auf 24:00 gepresst wird auf das Stundenrohr. Das Blättchen aus Papier, was dazwischen gesetzt worden ist, ist um jeden Kratzer auf das Zifferblatt zu verhindern.
und um eine gewisse Grunddistanz des Zeigers zu wahren zum Zifferblatt. Jetzt kommt der Minutenzeiger drauf auf 00 Minuten. Der Punkt des Schaltjahres ist jetzt auf dem ersten Bisextiljahr nach dem Schaltjahr, so wie das hier eingesetzt worden ist. Und jetzt hat man gesehen, dass beim Zurückdrehen auch der Datumspunkt zurückgeht, ja, und wieder vorwärts, und die Schaltung genau um 12 Uhr erfolgt. Und dann ist jetzt dann bald, jetzt ist es 8:45 am Morgen. Jetzt wird eine kleine Scheibe eingesetzt mit einem Sekundenpunkt, damit man sich orientieren kann, ob die Uhr auch läuft. Das ist eine relativ knifflige Arbeit, weil der Stift und das Loch sehr, sehr klein sind. Der Stift ist 0,2 mm im Durchmesser, das Loch ebenso, und das muss man treffen. Jetzt hat es offensichtlich geklappt und jetzt kann sie es aufstoßen. Jetzt zieht Barbara das Werk etwas auf, damit es auch in Schwung kommt, und man sieht jetzt, wie der Punkt langsam in seiner Runde wandert. Und oben wird jetzt die Gangreserveanzeige so angesetzt, dass die Uhr ganz aufgezogen ist und der Punkt auf den rechten Indexstrich des 12 ungefähr geht und dann im Rechtssinn beim Ablaufen der Uhr bis zum linken Strich des 12 Uhr Indexes zurückgeht. Und wenn er dort angelangt ist, heißt das, die Uhr abgelaufen ist. Somit hat man hier eine klare Anzeige der Gangreserve, die vom Ulysse-Nardin-Werk her aus vorgegeben ist. Jetzt wird die Schnellschaltung eingeschaltet. Für das Datum hat man gesehen, dass es vom März auf den April geschaltet hat und wieder zurück, wenn man die 4 Punkte auf der Mittelscheibe betrachtet. Und somit wird aufgeräumt und das Werk ist soweit einsatzbereit, um in das Gehäuse gesetzt zu werden.